In diesem Video zeige ich die Grundlagen von Matrizen. Eine Matrix ist ein Objekt, mit dem man rechnen kann, und die Zahlenwerte dieser Matrix, die sind in Zeilen und in Spalten angeordnet. So etwas Ähnliches kennen wir schon von den Vektoren her, die bestehen eben nur aus einer einzigen Spalte. Matrizen kann man überall gut da verwenden, wo wir sonst gerne mit Tabellen arbeiten würden. Ich habe mal hier ein Beispiel von einem Backrezept für 2 Sorten Plätzchen mitgebracht. Die unterschiedlichen Angaben für Mehl, Zucker und Butter stehen hier als Fließtext, und das kann man aber übersichtlicher in einer solchen Tabelle hier anordnen. Hier sehen wir die Mengen, wie viel man an Butter braucht, um 1 Kilogramm Butterplätzchen herzustellen. Noch übersichtlicher geht es natürlich, wenn wir diese Zahlenwerte in einer Matrix zusammenfassen. Jetzt sieht man hier sehr schön, wenn ich 1 Kilogramm von jeder Sorte backen möchte, dass ich dann insgesamt 0,6 Kilogramm Butter benötige. Diese Matrix hat 3 Zeilen und 2 Spalten. Und dieses Rechnen mit solchen Produktionsmatrizen werden wir in der Zukunft noch öfters uns anschauen. Zunächst betrachten wir mal, wie eine Matrix allgemein aufgebaut ist. Wir haben immer diese runden Klammern und innen drin stehen die Elemente dieser Matrix, also ihre Zahlenwerte. Die schreibt man üblicherweise mit kleinen Buchstaben und jedes Element hat 2 Indizes. Der erste Index gibt die Nummer der Zeile an, also hier sind wir in der ersten Zeile, in der zweiten und in der dritten Zeile, und der zweite Index gibt die Spaltennummer an, erste Spalte, zweite und dritte. Also allgemein A, I, J. I steht für die Zeilennummer, J für die Spaltennummer. Damit man sich diese Reihenfolge gut merken kann, gibt es einen Merkspruch: zuerst die Zeile und später die Spalte. Schauen wir uns an, welche Formen die Matrizen annehmen können. Wenn ich hier eine Matrix habe, die aus 3 Zeilen und 3 Spalten besteht, dann nennt man das eine quadratische 3-Kreuz-3-Matrix. Auch hier gibt die erste Zahl immer die Anzahl der Zeilen und die zweite Zahl die Anzahl der Spalten an. Man kann anstelle einer quadratischen Matrix auch eine rechteckige haben. Das hier wäre eine 2-Kreuz-3-Matrix. Und Matrizen lassen sich transponieren. Darunter versteht man, dass man die Zeilen und die Spalten vertauscht. Also wenn wir hier aus der ersten Zeile eine erste Spalte machen und aus der zweiten Zeile eine zweite Spalte, dann nennt man das die transponierte Matrix von A. Wir sehen, dass dabei aus einer 2-Kreuz-3-Matrix eine 3-Kreuz-2-Matrix wird. Dieses Transponieren lässt sich auch ganz praktisch für herkömmliche Vektoren verwenden, wie wir es hier haben. Ein Vektor 1, 2, 3 lässt sich nämlich auch als Zeilenvektor schreiben, wenn wir hier ein Transponierzeichen dran machen. Das hat den Vorteil, dass sich ein solcher Vektor leichter in einem Fließtext schreiben lässt. In einem Textverarbeitungsprogramm wie Word lässt sich das ja leichter eingeben als so ein Spaltenvektor, den man wie eine 3-Kreuz-1-Matrix auffassen könnte. Kommen wir nun zu den Rechenregeln mit Matrizen. Wir wollen mal schauen, was passiert, wenn man 2 Matrizen addiert. Das funktioniert genauso, wie man es sich vorstellt, dass man immer das Element aus der jeweiligen gleichen Position addiert. 1 plus 2 gibt 3 oder 3 plus 2 gibt 5 und so weiter. Damit man überhaupt 2 Matrizen addieren kann, müssen beide Matrizen die gleiche Größe haben. Hier in dem Fall also eine 2-Kreuz-2-Matrix kann man nur mit einer anderen 2-Kreuz-2-Matrix addieren. Und das Ergebnis ist wieder eine 2-Kreuz-2-Matrix. Wenn wir die Reihenfolge der Summanden vertauschen, kommt natürlich wieder das gleiche raus. 2 plus 1 ist 3, 2 plus 3 ergibt 5. Also für die Matrizenaddition gilt das Kommutativgesetz: b plus a ist a plus b. Bei der Subtraktion funktioniert es auch genauso, wie man es sich vorstellt. 1 minus 2 gibt eine minus 1, 3 minus 2 gibt eine 1 und so weiter. Und wenn wir hier die beiden
Summanden vertauschen, dann passiert genau das gleiche, was wir auch von den normalen Zahlen schon kennen. Das Ergebnis bekommt ein Minuszeichen. So wie aus 7 minus 3 gleich 4 wird dann 3 minus 7 gleich minus 4. Also b minus a ist minus a minus b. Auch ganz erwartungsgemäß funktioniert die Multiplikation einer Matrix mit einem Skalar. Hier nennen wir diese Zahl mal Lambda. Dann kann man es so machen wie bei der Vektormultiplikation. Man kann nämlich diese Zahl hier an jedes einzelne Element dran multiplizieren. Und es gilt auch das Distributivgesetz. Wenn man eine Summe von zwei Matrizen einklammert und davor eine Zahl multipliziert, dann kann man auch die Klammer ausmultiplizieren. Das ist dasselbe wie Lambda mal a plus Lambda mal b. Das war bisher alles nicht sehr überraschend, aber jetzt kommt die Matrizenmultiplikation, da wird es spannend. Wenn wir zwei Matrizen multiplizieren wollen, dann lautet die Regel, dass wir die Zeile der ersten Matrix mit der Spalte der zweiten Matrix multiplizieren. Es gilt also auch hier wieder der Spruch, zuerst die Zeile, die Spalte später. Wenn wir das hier machen, dann sehen wir, da ergibt sich 1 mal 2 plus 2 mal 2, also das gibt zusammen 6 und die 6 kommt an die Position, wo sich diese Zeile und diese Spalte treffen würden. Also die erste Zeile und die erste Spalte gibt das Element A11. Als nächstes multiplizieren wir die erste Zeile mit der zweiten Spalte. Das gibt jetzt hier hinten die 6. Dann kommt die zweite Zeile mit der ersten Spalte 14 und die zweite Zeile mit der zweiten Spalte 3 mal 2 gibt 6 und 4 mal 2 8 gibt zusammen 14. Nun vertauschen wir mal die Reihenfolge dieser beiden Faktoren. Wir multiplizieren sie andersrum und da stellen wir überrascht fest, dass nicht dasselbe rauskommt, denn 2 mal 1 plus 2 mal 3 gibt zusammen 8 und so weiter. 2 mal 1 und 2 mal 3 gibt 8. Da kommt eine andere Matrix raus wie hier oben. Also a mal b ist nicht dasselbe wie b mal a. Die Matrizenmultiplikation ist nicht kommutativ. Wann lassen sich überhaupt zwei Matrizen miteinander multiplizieren? Wir sehen hier, hatten wir 2 Kreuz 2 und 2 Kreuz 2 Matrizen. Das war kein Problem. Wenn wir aber versuchen, eine 2 Kreuz 3 Matrix mit einer anderen 2 Kreuz 3 Matrix zu multiplizieren, dann sehen wir, dass es ein Problem gibt. Wenn wir nämlich hier die Zeile der ersten Matrix mit der Spalte der zweiten Matrix multiplizieren wollen, dann haben wir hier nur zwei Elemente zur Verfügung und das dritte fehlt uns hier unten, sodass wir für diese drei keinen Multiplikationspartner finden. Multipliziert man jedoch eine 2 Kreuz 3 Matrix mit einer 3 Kreuz 2 Matrix, ist das überhaupt kein Problem. Hier findet jeder seinen Partner und das Ergebnis ist eine 2 Kreuz 2 Matrix. Denn wir sehen, diese Zeile mal diese Spalte gibt dieses erste Element, die erste Zeile mit der zweiten Spalte gibt dieses, die zweite Zeile mit der ersten gibt dieses Element und die zweite Zeile mit der zweiten Spalte gibt dieses Element. Also wir sehen, man kann eine 2 Kreuz 3 Matrix mit einer 3 Kreuz 2 Matrix multiplizieren und es kommt eine 2 Kreuz 2 dabei heraus. Allgemein n Kreuz m passt zusammen mit m Kreuz l. Die beiden m's hier, die müssen zusammenpassen und das Ergebnis, das Produkt der beiden Matrizen ist dann n Kreuz l. Stehen hier dagegen unterschiedliche Werte an dieser Stelle hier, dann ist die Matrizenmultiplikation nicht möglich. Wie sieht es aus mit der Matrizendivision? Die gibt es gar nicht. Man kann also nicht durch eine Matrix teilen. Man kann eine Matrix höchstens durch eine natürliche Zahl, durch eine reelle Zahl teilen. Und zwar genauso, wie wir es bei der S-Multiplikation gesehen haben. Nun gibt es noch eine besondere Matrix, das ist die Einheitsmatrix.
Das sind quadratische Matrizen, die nur in den diagonalen Elementen Einsen haben, so wie hier, und alle anderen Elemente sind Nullen. Das ist die Einheitsmatrix E. Diese Einheitsmatrizen haben die schöne Eigenschaft, dass sie bei der Matrizenmultiplikation neutral sind, so wie wir es von den gewöhnlichen Zahlen her kennen. Wenn man eine Zahl mit 1 multipliziert, kommt die ursprüngliche Zahl wieder raus. So ist es hier mit den Matrizen. Wenn wir die Matrix 1, 2, 3, 4 mit der Einheitsmatrix multiplizieren, kommt wieder 1, 2, 3, 4 raus. Also irgendeine Matrix multipliziert mit der Einheitsmatrix ergibt die ursprüngliche Matrix. Interessanterweise ist bei der Einheitsmatrix so, dass man die auch in der anderen Reihenfolge mit der Matrix A multiplizieren kann. Es kommt das gleiche raus. Also für die Einheitsmatrix gilt ausnahmsweise das Kommutativgesetz. Schauen wir uns nun noch die Inverse einer Matrix an. Wenn wir eine Matrix A gegeben haben, hier zum Beispiel 1, 2, 3, 4, dann kann man dazu eine inverse Matrix A hoch minus 1 finden, sodass durch die Multiplikation mit der ursprünglichen Matrix gerade die Einheitsmatrix 1, 0, 0, 1 entsteht. Also A multipliziert mit A hoch minus 1 gibt die Einheitsmatrix. In diesem Beispiel wäre die Inverse gerade die Matrix minus 2, 1, 1,5, minus 0,5. Wir können uns durch Ausmultiplizieren davon überzeugen, dass hier die Einheitsmatrix rauskommt. 1 mal minus 2 gibt minus 2, plus 3 ergibt 1 und so weiter. Übrigens, bei der inversen Matrix gilt auch ausnahmsweise das Kommutativgesetz. Wir dürfen sie also auch von links an die ursprüngliche Matrix heranmultiplizieren, ergibt ebenfalls die Einheitsmatrix. Wie findet man nun zu einer gegebenen Matrix A ihre Inverse A hoch minus 1? Also wie invertiert man eine Matrix? Für 2 Kreuz 2 Matrizen gibt es dafür eine einfache Formel. Wenn unsere ursprüngliche Matrix A gegeben ist durch die Werte A, B, C, D, dann invertiert man diese, indem man zunächst A und D über Kreuz vertauscht und B und C bekommen das andere Vorzeichen. Und dann multipliziert man die gesamte Matrix noch mit dem Bruch 1 durch AD minus BC, also hier nochmal über Kreuz multipliziert. Diese einfache Formel funktioniert allerdings nur für 2 Kreuz 2 Matrizen. Für größere Matrizen gibt es verschiedene andere Verfahren, die ich dann in einem separaten Video dargestellt habe.